Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian, ich bin Spieleentwickler und heute wollen wir uns angucken, wie man in Unity ein Tacho machen kann. Also, legen wir mal los. Ich habe ja also jetzt ein leeres Projekt, da ist nichts weiter drin außer eine Kamera und hier unten ist noch ein Bild, das schauen wir uns gleich an. Das sind ein paar Tacho-Teile, die wir noch ausschneiden müssen. Das ist ein Sprite-Sheet. Dieses Sprite-Sheet bekommt ihr auf meiner Patreon-Seite kostenlos zum Download. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, also, wenn ihr das Bild habt, dann einfach im Inspektor hier Multiple anklicken, auswählen und dann den Sprite Editor öffnen und dann müsstet ihr ungefähr so ein Bild haben. Jetzt schneiden wir die Taroteile aus, also wir brauchen hier natürlich hier außen den Ring und dann den Zeiger und hier habe ich mir gedacht, machen wir mal so einen roten Streifen und hier ist noch eine Tankanzeige. Also schneiden wir das mal aus alles. Einfach reinklicken und die Größe ziehen. Ich mache das jetzt mal einfach für alle hintereinander weg. So, ich habe die Teile jetzt ausgeschnitten. Kann ruhig ein kleines bisschen größer sein. Wenn ihr da irgendwie zu wenig Haar ausgeschnitten habt, dann könnt ihr es jederzeit verschieben. Und eins ist noch wichtig, und zwar Origin, also die Mitte, also der Bezugspunkt, sollte in der Mitte sein. Auf jeden Fall bei dem hier, also bei diesem Ring und beim Zeiger. Also diesen könnt ihr hier verschieben und dann guckt er, dass ihr den ungefähr auf die Mitte hier bekommt. Kann man ja jederzeit noch ändern, wenn es nicht ganz gepasst hat beim ersten Mal. Gut, und dann das Ganze übernehmen hier mit Apply. Die beiden habe ich hier nicht gemacht. Die brauchen wir jetzt momentan nicht. Gut, jetzt brauchen wir natürlich irgendwie eine UI. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal ein Panel. Das nennen wir Speedometer. Und da kommt jetzt dann ein Image rein. Ich nenne das Ganze jetzt mal Display und dann kommt da noch ein Image rein, also UI wieder, Image und das nenne ich Nieder, also die Taronadel. Nachdem wir das jetzt ausgeschnitten haben, das Tacho, haben wir die jetzt hier einzeln. Jetzt können wir uns die jeweiligen dann suchen. Hier sind noch ein paar andere Bilder von anderen Tutorials. Das wäre das und die Tachonadel wäre das. Und ich stelle das Ganze mal hier auf Screen Space Camera, damit man das sieht, wie das im Bildschirm dann aussieht direkt. Und das Display entsprechend ein bisschen größer. Und die Tachonadel müssen wir ein bisschen anpassen von der Größe. Und hier bei dem Origin das in der Mitte. Ne? Und das Ganze dann auf 0, 0 in der Mitte ausrichten. Gut, also ein bisschen länger könnte die Nadel vielleicht noch sein. Gut, jetzt haben wir hier unser Tacho fertig soweit. Können wir hier unten noch einen Text reinmachen. Würde ich hier unten ankern. Und dann auch y auf 0. Und den Text mittig ausrichten. Ein bisschen tiefer vielleicht. So. Und natürlich das Ganze in weiß. Ein bisschen größer. So vielleicht könnte man das machen. Fehlt noch dieser rote Bereich, der das Ende angibt oder die Höchstgeschwindigkeit. Also brauchen wir noch eins. Nenne ich Limit. Das können wir gleich rot machen. Und dann müssen wir es auch entsprechend noch ein bisschen skalieren, dass es hier passt.
verschieben. Und dann würde ich es vielleicht auch unten drunter nehmen. Also das heißt, wir gehen raus unter das Display. Also so ungefähr könnte man das machen. Ja, ihr könnt das ja noch ein bisschen schicker machen dann. Gut, und dann brauchen wir noch hier ein paar Zahlen dran. Und dann würde ich es vor die Nadel machen, damit die Nadel oben drüber ist über der Zahl. Und entsprechend dann an die richtige Stelle. So würde ich das jetzt erstmal lassen. Kann man vielleicht noch ein bisschen schicker machen, aber das könnt ihr machen dann, wie ihr das haben wollt am besten, wie euch das am besten gefällt. Jetzt müssen wir noch die Funktionalität noch implementieren, nämlich, dass sich die Nadel dann auch so entsprechend dreht. Also wenn wir da einen Wert reingeben dann in das Skript, dann soll das diesen Wert annehmen und auch nicht schlagartig, sondern die Nadel soll dahin animieren, würde ich sagen. Also dass sie nicht schlagartig wechselt, sondern verzögert dorthin sich bewegt. Gut, machen wir uns ein Skript einfach, auch hier rein. Create C#Script, also rechts Create C#Script und dann würde ich das auch einfach Speedometer nennen. Gut, da haben wir jetzt hier ein paar Member, ein paar Variablen. Die sind alle private. Und bei ein paar ist Serialized Field davor, weil die wollen wir im Inspektor anzeigen. Ich bin nicht so ein Freund davon, alles einfach public zu machen, was im Inspektor angezeigt werden soll. Deshalb mache ich das so. Also da haben wir erstmal Zero Angel, also das ist der Angel vom Nullpunkt, vom Anschlag unten. Dann haben wir Max Angel, der maximale Ausschlag, dann den maximalen Wert und dann den Wert, mit der sich der Zeiger an Änderungen anpasst, also die Animationsgeschwindigkeit, wenn man so will. Und dann haben wir noch den Display Value, also den angezeigten Wert. Und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, ich will nicht das alles so public machen, sondern ich würde jetzt hier wirklich mit einer Property auch arbeiten. Und jetzt machen wir uns noch eine Property Display Value, um den Wert dann von außen annehmen zu können. Und der Wert wird nur angenommen, wenn er größer gleich 0 und kleiner gleich Max Value ist. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Methode, mit der wir uns den Winkel des Zeigers ausrechnen bei dem jeweiligen Wert. Würde ich hier GetRotation nennen einfach. Das ist also unsere GetRotation-Methode. Zuerst mal rechnen wir uns den Gesamtausschlag aus mit Max Angel minus Zero Angel und dann den Wert Display Value durch Max Value und dann errechnen wir uns den jeweiligen Ausschlag, den jeweiligen Winkel bei dem Wert, bei dem aktuellen. Gut, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch zur Anzeige bringen. Das heißt, diese GetRotation-Methode muss jetzt auch benutzt werden, um hier den Winkel zu ändern. Also, da würde ich sagen, machen wir uns, weil wir das ja animieren wollen, erstmal eine lokale Variable noch dazwischen. Das würde dann so aussehen, also Target Rotation ist gleich Return in Euler 00, da machen wir nichts, nur bei Z und dann Z ist Get Rotation. Ne? Gut, und dann die Animation, die machen wir mit Quaternion.blurb oder vielleicht sogar Slurp, damit wir so ein bisschen langsames An- und Auslaufen haben. Also so würde es dann aussehen mit Quaternion Slurp, der Start und das Zielrotation und dann Geschwindigkeit und mal Time to Delta Time, also der letzte Aufruf der Update-Methode, ist dann Transform Rotation. Gut, jetzt können wir das Ganze testen in Unity. Müssen wir uns noch, also zuerst mal müssen wir natürlich die richtigen Werte einstellen hier. Das heißt, wir brauchen auf unsere Tachonadel das Speedometer-Skript. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich stelle das mal so auf den Nullwert. Das wären dann 20 bei Z, bei Zero Angel 20. Dann der maximale Wert. Das wären dann vielleicht 266 minus 266 meine ich. Und der Max Value, also die maximale Geschwindigkeit, sagen wir mal 150 da. Und Animation Speed mache ich mal 5. Und dann drehe ich das hier wieder
zurück auf 20, den Startpunkt. So, und jetzt ist es so, jetzt habe ich mir hier einen Slider gemacht zum Testen schon. Hier ist er. Der Slider macht also nichts anderes, als dass er jetzt die Property ändert von Needle. Also das heißt, hier ist jetzt noch nichts. Müssen wir jetzt Needle erstmal hinziehen und dann bei Speedometer hier oben Display Value aussuchen. Und jetzt sollte das so funktionieren. Schauen wir mal. Jo, sieht gut aus. Also der reagiert auch nicht sofort, sondern so ein bisschen verzögert. Okay, würde ich sagen, passt so. Ich habe jetzt hier aus dem Ganzen noch ein Prefab gemacht und Patrone von mir, die können dieses Prefab auf meiner Patreon-Seite runterladen als Unity-Package, komplett, so wie es hier ist, also dieses ganze Speedometer. Und natürlich alle anderen können auch auf der Patreon-Seite, wie ich schon sagte, die Grafik kostenlos runterladen. Also dann, hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wenn ihr ein Like da lasst, wäre toll. Abo wäre auch toll. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.